Low-key genervt, dass die Psy nicht 1v1 viable gemacht haben mit dem Mentalist. Ja, nicht nur nicht 1v1, er hat auch wirklich überwiegend Debuffs und und Debuffs sind ja eher PvP. Weil im PvE, was willst du da großartig debuffen? Da geht es eigentlich immer nur um Schaden. Fast immer. Ja. Also auch für AOE Psy bzw. Mentalist ist jetzt nicht wirklich so viel Krasses dazugekommen. Weil ich die Skills nicht im PvE getestet habe, ich habe sie nur in den Dummies getestet. Wie viel Schaden die an Monstern machen, kann ich nicht sagen. So. Let's go. He-Rain Suit mit Int plus 3, 1 STA. Wow. Lol, jetzt habe ich einfach 350er Suits. Uff. Easy money. Cash money mo. Wie du schon in deinem Video gesagt hast, warum Cracky keinen AOE-Skill, der zum Spammen ist, hat. Achso, das könnte man noch als Feedback einbringen, wurde bestimmt auch schon gesagt. Achso, der Cooldown von Flow of Salvation wurde auch heute reduziert, by the way. Das ist dieser Ringmaster-Skill, der bei den Ibats demonstriert wurde in diesem Kolosseum. Das es übrigens, soweit ich weiß, nicht gibt. Dieses Kolosseum, in dem der eine Skill demonstriert wurde. Finde ich auch ein bisschen schade. Dass es das gar nicht gibt. Auch wieder heftig geteased für nichts. Aber Flow of Salvation, dieser neue Pull, Heal, Whatever Skill für Ringmaster, da ist jetzt der Cooldown reduziert worden. Aber das war ja etwas, was man bei jeder Klasse oder was ich bei jeder Klasse gesagt habe. Was zur Hölle willst du mit Skills, die alle Minimum 20 bis 3 Minuten Cooldown haben. 20 Sekunden bis 3 Minuten Cooldown. Also, der Skill kann gefühlt one-shotten und ist immer noch Trash, wenn ich ihn nur alle 30 Sekunden benutzen kann. Ist einfach so. Vor allem in Flyve, die meisten Klassen benutzen ja nicht mal Skills. Ich meine, klar, im PvE. Deswegen ist es ja immer wichtig, dass man unterscheidet PvE und PvP. Aber wie schon 1000-mal gesagt, die meisten Leute spielen halt nur PvE. Also interessiert sie halt nicht, was PV... Oh, ich war mit dem falschen Elementor hier? Oder habe ich schon umgeloggt? Damn. Die meisten Leute interessiert das halt nicht. Und, ach nee, ich muss jetzt hier hin. Okay. Was im PvP passiert. Und vor allem für die Main-Damage-Dealer kannst du halt wirklich sagen, für die sind die Skills komplett uninteressant. Wenn überhaupt, dann halt nur, wenn man sie spammen kann. Also vor allem auch die AOE-Skills. Und ich glaube, sie haben, jetzt lass mich nicht lügen. Aber ich bin mir sehr sicher, ich meine, es sind sehr viele Skills dazu gekommen. 8 mal Minimum 7. Also sehr viele Skills auf jeden Fall. Aber ich bin mir ziemlich sicher, sie haben keinen einzigen AOE-Skill hinzugefügt, den du spammen kannst. Das heißt, für AOE im PvE, und das ist ja der Hauptnutzen von Skills im PvE, wenn du AOE spielst, weil alles andere benutzt keine Skills, außer Self-Buffs, hat sich nichts geändert. Das musst du dir mal geben. Ich meine, Ausnahme wäre vielleicht Elementor, weil er halt 10 neue AOE-Skills gefühlt hat. Natürlich, wenn du die miteinander kombinierst und so weiter, dann ist der Cooldown, sag ich mal, auch egal, weil bis du alle Skills benutzt hast, kannst du den ersten auch schon fast wieder benutzen, so ungefähr. Aber das zählt ja eigentlich trotzdem nicht, weil spezifisch jetzt ein Skill zum Spammen, wie zum Beispiel Electric Shock, hast du ja trotzdem nicht bekommen. Sondern du hast halt einfach 8 Skills und wenn du die alle 8 kombinierst, dann whatever, dann funktioniert das vielleicht. Aber so grundsätzlich wären das ja auch sehr interessante Skills gewesen, auch für Jester. Jester hat nur einen einzigen PvE-Skill, den er spammen kann, AOE-Skill für PvE, den er spammen kann. Und hat auch keinen weiteren dazu bekommen. Er hat zwar einen neuen AOE-Skill bekommen,
aber den kann er wieder nicht spammen. Das heißt, Jester's Blast ist weiterhin best in Slot, Burst Crack ist weiter best in Slot, Merkaba ist weiter best in Slot, Electric Shock, Maximum Crisis, beziehungsweise Psychic Square und so weiter. Also es hat sich halt einfach nichts geändert bei vielen Klassen durch diese neuen Skills bis jetzt. Und das ist halt schon auch irgendwie seltsam. Weil was bringt mir dann ein Update, wenn sich nichts ändert für sehr viele Spieler? Also für jeden PvE-AOE-Spieler ändert sich so gut wie gar nichts. Und für jeden PvE-DPS, klar, manche haben halt neue Self-Buffs und so weiter, aber vieles davon ist passiv. Der neue Night-Skill ist passiv, der Schaden macht. Der neue BP-Skill passiv, der Schaden macht, ist passiv. Ich meine, letztendlich ändert sich dann für Leute, die am PvP, wie gesagt, absolut kein Interesse haben, ändert sich so gut wie gar nichts. Obwohl jede Klasse zwischen 7 und 10 Skills bekommen hat. Und das ist halt dann irgendwie schon komisch, ja. Und der Hauptgrund bei vielen Sachen ist einfach der Cooldown. Der Hauptgrund ist einfach der Cooldown. Weil die Skills einen so langen Cooldown haben, dass du sie effektiv gar nicht einsetzen kannst. Und das verstehe ich halt einfach nicht. Also das könnte man schon nochmal als Feedback, aber das wurde 1000%ig auch schon 5-mal im Discord gesagt. Also müsste ich jetzt nachschauen, habe ich nicht nachgeschaut. Aber ich meine, das wurde 1000%ig schon erwähnt, dass die Skills viel zu lange Cooldowns haben, um irgendwie, wie gesagt, zumindest für PvE relevant zu sein. Und das ist ja sowieso das Ding. Also wenn dann die Begründung wäre, die Skills wären zu stark, vor allem im PvP, wenn sie kürzere Cooldowns hätten, dann denke ich mir, okay, aber es ist doch schon lange in Fly Universe so, dass alle Skills unterschiedliche Cooldowns für PvE und PvP haben. Dann macht das doch einfach da auch. PvE-Cooldown ist maximal 10 Sekunden. Am besten bei manchen Skills sogar gar kein Cooldown. Also vor allem jetzt wieder bezogen auf die AOE-Skills. Oder generell die Cooldowns einfach reduzieren. Und dann PvP halt wieder mit Damage-Scaling oder so gucken, dass man die da halt schwächer macht oder was auch immer, dass sie nicht zu stark werden, wenn man sie spammen kann. Gibt ja auf jeden Fall unzählige Möglichkeiten, wie man das Problem angeht. Aber Stand jetzt, für PvE-Spieler sind die Skills halt wirklich zu einem extrem großen Teil irrelevant. Fast ein Ohrring vergessen. Und das ist halt schade. Vor allem, weil manche Skills haben halt auch richtig geile Animationen. Ich finde, der Jester AOE-Skill, der neue, der dreht sich dann ja irgendwie so 2 oder 3 Sekunden im Kreis und macht dann auch 5 oder 6 Mal Schaden. Aber wie gesagt, hat er dann 30 Sekunden Cooldown oder so. Sieht halt auch richtig geil aus. Also ein paar von den Skills, rein optisch auf jeden Fall richtig cool. Auch der neue AOE-Skill von Knight, Maelstrom irgendwas. Sieht auch richtig cool aus. Aber ich meine, davon, dass die Skills cool aussehen, kann ich mir auch nichts kaufen, wenn sie effektiv useless sind. Beziehungsweise, ja, du würdest dann halt jeden Skill einmal benutzen, dann sind sie aber auf Cooldown und dann würdest du weiterhin Power Storm spammen oder Jester's Blast oder Burst Crack oder was auch immer. Also würde sich bis auf den Start der AOE, wo du einmal den neuen Skill benutzen kannst, vielleicht zum Ende der AOE kannst du ihn noch ein zweites Mal benutzen, würde sich halt fast nichts ändern. Also, und ich meine, das ist ja irgendwie schon, fühlt sich einfach sinnlos an.